Hallo, willkommen bei Leonor's Sweet Creations. Ich bin Leonor und heute zeige ich euch 3 Arten Marmorierung-Effekt zu machen. Eine wird mit 2 Farben, die am Ende 3 oder 4 Ton gibt. Andere mit vielen Farben und hier diese letzte mit Streifeneffekt. Bis gleich. So, unsere erste Technik ist einfach die gleiche Menge Fondant in Schwarz und Weiß und wir verteilen unsere Weiß in 2 ungefähr. Machen so wir rollen aus wie ein Wurst, eine dicke Wurst oder in 2 Wursten. Und machen nicht so lang, besser ein bisschen dicker als zu lang, dünn und lang. Und jetzt unsere Schwarze auch. So, wir stellen die 3 zusammen und drehen. Vielleicht drehen wir hier ein bisschen mehr. Drehen, drehen, drehen. Drücken, rollen. Dann drehen wir nochmal. Oder falten in 2 und dann drehen nochmal. Dann rollen wir nochmal. Und jetzt falten wir und machen so wie einen Ball und kneten lang, also 2 oder 3 Mal. Nur, dass es zusammenkommt. Nicht zu viel, sonst verlieren wir unseren Effekt. Und jetzt rollen wir aus. Und es sieht schon wunderbar, diese zweifarbige Fondant- und Marmorierung-Effekt ist sehr, sehr elegant. Und wir brauchen jetzt auf unserem Styropor, unser Dummy Cake, ein bisschen nass zu machen, damit es klebt und bleibt. Und ich pinsel ganz wenig. Ich habe so einen Mix mit Wasser und ihr könnt mit entweder Honig oder Sirup, also einen Sirup machen, etwas, das klebrig ist. Ganz gut überall pinseln. Ihr könnt auch Glucose mit Wasser ein bisschen schmelzen. So, besonders hier am Rand muss alles nass sein, aber nicht nur super nass, sondern ein bisschen nass. Okay, und jetzt rollen wir unsere Fondant aus. Ich mache ein bisschen Puderzucker hier, damit es nicht klebt. Wir können auch die Seite wählen. Wir können beide Seiten gucken, welche uns am meisten gefällt. Es gefällt mir dieses. Und ich kann sogar mit der Hand tragen. So, und jetzt überziehen wir unsere Torte. Es ist viel einfacher mit der ersten Torte, weil die Styropor so leicht ist. Okay, aber wir haben es. Jetzt mit dieser Seite von Hand nach unten und nicht auf den Falten drücken, nicht so drücken, sondern ich muss immer flach machen. So, wir haben es jetzt fertig. Wir reiben ein bisschen hier mit unserer Glätte, nur sichern, dass es überall geklebt ist und glatt ist. Und dann schneiden wir entweder direkt auf die Torte hier um der Teller herum. Ich schneide jetzt so. So, und das ist unsere Torte fertig. Ich habe einen Band gemacht, wie es schön aussieht. Und so ist das Effekt von dieser Torte. Jetzt machen wir mit vielen Farben. Und was wir machen, wir brauchen eine Hauptfarbe und
In diesem Fall, ich werde weiß am meisten haben und ich verteile in 2. Und die anderen habe ich verschiedene große, schwarze wenigstens. Unten im Video beschreiben werde ich die Menge von jeder Farbe haben, damit ihr euch einfacher ist, euch zu orientieren. Aber so die weiße werde ich so auch ausrollen in 2. Und wieder wie der andere Technik, die vorhängige, lieber ein bisschen dicker als zu lang, ein bisschen breit. So, jetzt, dass ich mein Weiß in 2 verteilt habe, habe ich auch so in 2 Gruppen von Farben, also Gelb, Rosa und Pink und Rot passt gut zusammen. Blau, Grau, Lila, Schwarz passen auch gut zusammen. Und was ich mache ist ich klebe oder drucke die hier zusammen, damit sie kleben, und dann die hier auch. So, und ich drucke, dass sie gut fest sind. Dann bringe ich beide zusammen. So, und jetzt fange ich rolle ein bisschen. Und jetzt rotiere ich. So, ich drehe. Und dann rolle ich sie, damit sie fest sind. Drehe ich in 2 und dann mache ich wieder so ein Roll. So, und jetzt falte ich wieder, knete ich ein paar Mal, auch nicht zu lang, auch wieder, damit wir diesen Effekt nicht verlieren, nur bis das von dann zusammenkommt. Und jetzt rollen wir es aus und gucken, wie es rauskommt. Ist immer anders. So, jetzt haben wir unsere Funde auch schon ausgerollt und ganz schön farbig. Unsere Dummy hatte ich schon vorher nass gemacht. Und jetzt gucke ich in beide Seiten, welche Seite mir meistens gefällt. Die Hauptseite. Und jetzt ziehen wir um. So, dieses Mal schneide ich ganz nah zur Torte. Einfach einen anderen Effekt zu geben. Auch weil sonst sieht es so wie ein Hut aus. Und voilà, wir haben einen ganz anderen Effekt mit unserer Farbe gemacht und sieht ganz anders aus, aber trotzdem wunderbar. Also anderer Look. Ich stelle es hier und jetzt kommen wir zu unserer letzten Technik. So, jetzt haben wir auch wieder ein Sortiment von Farben. Ich werde auch in unserer Videobeschreibung sagen genau, wie viele Gramm von jeder Farbe ich da habe. Aber ihr könnt machen, wie ihr wollt. Hauptsache wieder eine Hauptfarbe. Ich habe eine zweite Hauptfarbe und dann den anderen sind ist egal wie viel. Aber wir mischen das alles zusammen. Wir drucken, damit sie fest werden. Okay, und jetzt drehen wir 3 Mal. Also 1, 2, 3. So. Jetzt rollen wir. Und jetzt machen wir ein S oder ein Z, wie ihr wollt. So. Und drucken wir nochmal und rollen wir nochmal. Jetzt drehen wir 3 Mal nochmal. Rollen und machen wir ein S oder Z. Ja? So, und jetzt drehen wir
ein paar Mal, bis wir diesen Streifeneffekt haben. Und auch die Größe, das wir brauchen. Also wir werden natürlich für diese 20 cm Durchmesser Torten, wir brauchen, und es ist 10 cm hoch, 10 plus 10 plus 20, 40 cm. Wir brauchen diese große ein Fondant. Okay? So, jetzt rolle ich das aus. So, ihr müsst alle zusammenbringen, dann dreimal drehen, ein S oder Z machen, wieder rollen, wieder dreimal drehen, wieder ein S machen oder ein Z und wieder rollen. Und dann rotieren, so, bis ihr so diese Streifen habt. So, versuch immer in eine Richtung zum Rollen und nicht mit der Rollpin oder Rollstab in alle Richtungen, nur damit die Streifen so gerade bleiben. Okay, ich glaube, ich habe es. Ich gucke auf die andere Seite und ich mag sogar diese Seite besser. Also ich werde diese Seite verwenden. Das ist auch wieder nass und dieses Mal werde ich ein bisschen rollen. So. Und so kriegt man Streifen, ganz schön Effekt. Je mehr ihr dreht, desto dünner werden die Streifen sein. Und dünner sieht sogar viel mehr als Marmorierung, als Marmor. Aber ich finde diese Streifentechnik super, super geil. Ich liebe es. Und sehr einfach. Und viele fragen, wie schaffst du die Streifen so gerade zu machen und so viele? Jetzt weißt ihr, wie es geht. Und ziemlich einfach sogar. Und so sieht unsere Torte in Streifen. Sieht super, ich finde es fantastisch, sehr schön. Ihr könnt sogar schaffen, ein bisschen gerade Streifen oder enge, weniger Farbe oder so. Ist ganz anderer Effekt jedes Mal. Mit diesen Stücke, die übrig sind, könnt ihr Cupcakes machen oder Schmetterling, Sternchen, alles Mögliche. Ich habe hier ein paar Beispiele. Einfach mit einem hohen Ausstecher ausschneiden. Dann habt ihr für ein Cupcake so einen Deckel. Ja, und ich habe so Schmetterlinge gemacht auch, oder Sternchen, sehen super süß aus. Außerdem könnt ihr auch diese Stückchen noch verwenden, wenn ihr nochmal einfach ein bisschen drückt, rollen. Jetzt braucht ihr kein S oder Z zu machen, aber ihr könnt nochmal. Ihr könnt wieder drehen, drehen, drehen. Und dann habt ihr wieder ein ganz anderer Effekt, aber ihr könnt es benutzen. Ja? Ich zeige euch. So. Ihr könnt wieder, also die Farben mischen sich. Es wäre nicht genau dieselbe Farbe, aber der Effekt ist ziemlich das gleiche. Und ihr könnt mehr Cupcakes machen oder kleine Dekoration, aber nicht wegwerfen. Es ist schade, man kann es noch verwenden. Wenn ihr genug von Farbe habt und wie ihr seht, sieht mehr Marmorierung-Effekt, je mehr ihr macht. Also es gibt schon, wer hier mehr dreht, ist dünner, die Streifen werden so richtig wie Marmor. Und wenn ihr genug davon habt, dann könnt ihr alles zusammenkneten und einfach eine neue Farbe haben. So kriegt ihr zum Beispiel Petrolfarbe, aber das ist ganz neu erfunden und kann man verwenden. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht und meine Torte gemocht. Hier sind die 3 Möglichkeiten, mit Marmorierung-Effekt zu machen. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss!